Seite. Das Gesicht haben. Ja, okay. Echt? Oh mein Gott. Du bist krass, ja. Du bist einfach krass. Hallo Leute, ich heiße Adrian und heute möchte ich euch eine riesen australische Jagdspinne vorstellen. Man nennt sie auch einen riesen Krabenspinnen. Diese Art kommt in Australien vor und zwar ausschließlich in der Region Queensland. Man findet diese Spinne meistens wirklich in Wohngebieten. Diese Art lebt sehr gerne in Häusern mit anderen Menschen. Man kennt sehr viele Videos aus dem Internet mit riesen Spinnen auf den Wänden. Die ganzen Videos kommen meistens wirklich aus Australien, da diese Spinne wirklich meistens irgendwo in Häusern anzutreffen ist. In Deutschland gibt es sowas nicht, zumindest nicht in der Größe. Auch wenn wir auch Hausspinnen haben, kommen die niemals an diese Größe ran. Für Menschen ist diese Art komplett ungefährlich. Gift dieser Spinne ist mit einer Wespe vergleichbar. Es sollten auf jeden Fall Leute aufpassen, die allergisch darauf reagieren, die allergisch auf Insektenstiche sind. Die Leute sind auch automatisch allergisch auf Spinnenbisse und Bisse von anderen wirbellosen Tieren. Es ist zwar schmerzhaft, aber jetzt nicht gefährlich für den Körper. Es ist eine der größten Krabenspinnen der Welt, aber auch gleichzeitig eine der ruhigsten. Diese Art ist wirklich so ganz lieb drauf. Die können zwar manchmal auch sehr schnell rennen und springen, aber meistens sind die sehr ruhig. Wir können die jetzt vielleicht sogar rausnehmen. Die Hand. So. Können wir sehen. Die ist jetzt noch ein bisschen aufgeregt, deswegen ist sie so schnell. Aber sobald sie sich beruhigt, ist sie wirklich ganz lieb. Es gibt bis jetzt sehr wenige Fälle, dass jemand gebissen worden ist. Diese Art ist auch gar nicht aggressiv und beißt wirklich in kompletter Not. Meistens werden die erst aggressiv, wenn man sie zum Beispiel aus der Ruhestellung aufweckt, sozusagen. Die Ruhestellung ist eine Stellung, sobald sie sich irgendwo hinsetzt und sich nicht mehr bewegt. Dann hat sie eine Stelle gefunden, wo es ihr wirklich gefällt und dann ruht sie sich aus. Natürlich wird sie dann auch aggressiv, sobald man sie anfasst. Kann man damit vergleichen, als ob ihr schlafen würdet und ich euch aufwecken würde. Ich glaube nicht, dass euch das gefallen würde. Spinnen können auch nicht wirklich schlafen, also die sind immer wach, aber durch dieses Ausruhen sammeln sie ihre Kräfte. Ich habe diese Art bis jetzt schon eine Generation nachgezüchtet und ich muss sagen, dass ich mir es sehr gut vorstellen kann, dass diese Art zur Plage werden kann. So ein ausgewachsenes Weibchen wie das hier kann bis zu 6 Kokons legen und aus jedem einzelnen Kokon schlüpfen bis zu 200, 300 Jungtiere. Und keine Angst, Leute, diese Art kann in Deutschland auf jeden Fall nicht zur Plage werden. Auch wenn wir uns zum Beispiel vorstellen würden, dass 200 dieser Spinnen abhauen würden in Deutschland, würden die den Winter in Deutschland nicht überleben. Der Winter ist viel zu lang und viel zu kalt, damit die das hier überleben können. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, wo sie länger überleben würden. Und das wäre in Häusern drin. Die Tiere sind wirklich auch perfekt inzwischen für Häuser und Wände angepasst. Das Problem in Deutschland wäre aber folgendes: In den Wintermonaten gibt es auch kein Futter, es gibt keine Insekten und die Tiere würden einfach verhungern. Somit hat diese Art wirklich gar keine Chance in Deutschland, sich auszubreiten oder überhaupt zu überleben. Auch wenn diese Art so ziemlich alles frisst, was sich bewegt und nicht zu groß ist, und dazu zählen auch zum Beispiel Mäuse. Es gibt ziemlich viele Aufnahmen, wie diese Art mit einer Maus in den Zähnen hängt, was schon extrem krass ist, würde die Art ganz sicher in Deutschland nicht überleben. Es sind auf jeden Fall schon richtige Monster, die eigentlich jeden Angst machen. Also die sehen schon sehr schrecklich aus. Auch wenn diese Art ganz lieb ist, sind das wirklich Monsterspinnen. So Leute, ich würde jetzt noch ein paar Freunde von mir dazu holen, die sich mit dieser Spinne auch anvertrauen können. Das ist der Falco, der Nick. Hallo. Und die Chiara. Ihr habt Angst vor Spinnen, oder? Also, ja, extrem, richtig krass. Habt ihr schon mal solche Spinnen live gesehen, also in der Größe? Nein. Ihr hattet auch noch nie irgendwelche Spinnen auf der Hand, oder? Nee. Du, Falco, hattest noch auch keine Spinne auf der Hand. Spinnen nicht, aber ich hatte einmal einen Skorpion von dir auf meiner Hand. Aber eine Spinne ist irgendwie anders. Du hast die Spinne schon kennengelernt, so gestern, vorgestern. Ich weiß. Es ist wirklich eine sehr, sehr ruhige Art, die normalerweise nicht beißt. Normalerweise. Falco, da du schon am meisten anvertraut bist mit der Soll Spinne. ich anfangen? Okay. Du wirst dich trauen, die auf die Hand zu nehmen. Ja, ich bin ganz still. Und nicht schwitzen. Ne? Ja. Jetzt macht sie erstmal so ein Sicherheitsnetz. Erstmal ein Seil. Ich sehe es. Also sie setzt meistens an einer Stelle ihr Faden
falls sie runterfallen sollte, hat sie so einen Sicherheitsfaden. Boah, ich sehe. Hast du die Zähne gerade gesehen? Jetzt Ihre gerade die Zähne so. auf. Der gefällt dir auf deiner. Ich mag sie auch langsam, ne? Es ist flauschig. Ich wollte die auch gerade auf die Hand nehmen. Ich denke so, ja, hier, komm. Und dann sehe ich die so. Ich denk so, scheiße. Also ich muss sagen, das ist so, aber so angenehm. Das ist so Ja, die flauschig ist halt sehr weiche Haare. So ein Hundewelpe, ne? Ja, so ein Welpe, ja. Also war jetzt nicht so schlimm für dich. Nö. Darf auch Ja, gleich. machen. Ja, Also, wenn die rennen. Nick, Soll ich versuchen? du bist jetzt als nächster dran. Glaubst du, schaffst das? Ja, ich denke schon. Soll ich Denk die schon. auf die Hand nehmen? Dann kann ich die im Notfall Ja. auf Chiara schmeißen. Guck mal, die ist voll aggro. Na, noch nicht. Okay. Ey, die ist voll weich. Ja, ne? Der hat wirklich einen weichen Körper und ganz, ganz weiche Haare. Kann man sich streicheln? Ihre Zähne. Siehst du die Zähne jetzt? Sind das alles die Augen oder was? Also Augen sind hier oben. Das sind Ach, zwei Vorderaugen. Dann sind noch an der Seite. Also, solange die nicht tut, kann die auch gerne bei mir rumkrabbeln. Also. Gott, das sieht so strange aus, ne? Wie krass, in so einem ne? Film. Und das ist auch noch nie überhaupt ein vergleichbares Tier auch auf der Hand. Also Nee, ein Hund, aber. ein Hund. Ja, kommt. Das einzige Gefährliche, was ich hatte, ist der Skorpion. Und jetzt diese. Ja. Ja. Sonst hatte ich diese riesen Insekten von dir, aber Ja, ich wusste, sie sind alle harmlos. Genau. Also die ist halt eigentlich auch harmlos. Also der Gift ist auch wie ein Wespenstich vergleichbar. Aber es tut sehr weh. Es tut weh halt, aber man bekommt keinen Schaden davon. Also der Körper bekommt keinen Schaden. Nur die Hand, also deswegen. die Hand. Von daher. So, Shara. Guck mal, ja. Also, ich habe gehört, du hast richtig Angst vor Spinnen. Weißt du, ich habe heute deine Story gesehen, ne? Da stand so, vor was habe ich am meisten Angst? Da stand Spinne. Ich habe sie sofort angeschrieben vorher. Das war auch der Grund, wieso du hier bist. Hast du eine richtige Spinnenphobie? Also, wenn du eine Spinne zu Hause siehst, was machst du dann? Mein Vater oder eine Kuh. Pass auf, wenn da egal was da ist, ein Grashüpfer oder so, ne? Vorm Schlafen muss das weg. Das muss einfach weg. So. Und ich habe halt auch Angst vor solchen Tieren. Ja, also ja. ich will die ja nicht unbedingt wegmachen. So. Und da gibt es immer richtiges Theater. Hattest du irgendein tropisches Tier bis jetzt auf der Hand? Was Ein Frosch ein Frosch, okay. und eine Schlange. Eine Schlange. Das ist etwas flauschiger. Das ist ganz süß eigentlich, ne? Die muss halt einfach klar sein im Kopf, die kann ja nichts machen. Normalerweise. Normalerweise. Das ist halt eine ganz harmlose Spinne, die ganz ruhig ist, weißt du. Es kann nichts passieren, oder? Bist du bereit? Nicht, dass die einen Ring klaut. Okay. Alles gut? Ja. Nice. Guck mal, ist doch eigentlich weich, oder? Ganz flauschig. Wie fühlt es sich an? Du wirst gleich ohnmächtig. Also es kitzelt ein bisschen. sind. Und es ist so komisch, weil es 8 Beine sind. Aber sonst alles chillig, ja? Ja. Und dieser So. Faden halt. Tu die mal bitte ins Gesicht. Willst du dir mal ins Gesicht haben? Ja, okay. Echt? Oh mein Gott. Oh! Wieso trauen sich das Leute? Okay, wirst du das echt machen? Oh mein Gott. Oh! So. Da ist der Gott. Oh mein Gott, Leute. Wow! Du bist krass, ja. Du bist einfach krass. Okay. Die Wollen wir riecht mal? voll nach Wald. Echt? Echt? Ja, Wow! irgendwie schon. Nach irgendwas. Ja, aber Shara, hast du auf jeden Fall mega geil gemacht. Sehr gut, sehr gut. Also echt, hab ich nicht erwartet, dass du es schaffst. Ich auch Ja, nicht. nicht. Glaub so. Der kannte Weißt dann du- direkt Gesicht so. Nach der Story, wo sie meint, dass ihr größte Angst ist. Jetzt muss ich immer meine Spinnen selber wegmachen. Man hat, glaube ich, trotzdem mehr Respekt vor einer Spinne, die man nicht kennt, Ja. als Ja, wenn die jetzt so... also ist halt immer so auch dieser Grund, warum man so Angst vor solchen Tieren hat, weil man die nicht kennt. Ja. Das ist, halt, ist bei mir auch genauso. Ja? Also wenn ich irgendwelches neues Tier sehe, was ich so gar nicht kenne, ich weiß gar nicht, wie es drauf ist, weißt du, wie es sich bewegt, sondern gehe ich da auch viel langsamer dran ran. So, ne? Aber sobald du die Tiere kennst, ist das alles wieder chillig. Ja? Leute, habt ihr echt geil gemacht. Respekt, Ja, Mann. Wow. Shara besonders, echt. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Danke an Ja, euch. gerne. Haben wir gerne. Das war's mit dem Video erstmal. Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, ob ihr euch das auch trauen würdet. Würdet ihr auch an einem Insekt riechen? Würde ich auch dran riechen. Und was sind eure größten Ängste? Ja, schreibt das Boah, alles ja. in die Kommentare. Lasst ein Like da, checkt die Kanäle von Freunden ab. Abonnieren nicht vergessen. Auf Abonniert diesen wunderschönen, interessanten Kanal und Macht lasst das. den Daumen Macht hoch. das. Und ihr müsst auch unbedingt Falco abchecken. Falco ist der
größte Künstler, den ich überhaupt kenne. Er kann Danke. wirklich alles zeichnen. Das ist so krank. Leute, danke an alle und bis dann. Ciao. Tschüss. Wer nicht abonniert, ist eine Spinne heute Nacht unter eurem Bett.